REST APIs mit Spring Web MVC zu coden ist eigentlich im Kern ziemlich einfach. Es hilft sehr, wenn man dafür 6 zentrale Konzepte kennt, und die kommen jetzt. Das erste Konzept, was man präsent haben sollte, sind die verschiedenen Layers in der Layered Architecture. Das ist insbesondere der Domain Layer, der Application Layer und der Infrastructure Layer. Dann ist es sinnvoll, das Konzept des Application Service zu kennen und damit verbunden auch das Konzept des Domain Service. Darauf werden wir auch gleich eingehen. Was ist ein Data Transfer Object? Das spielt eine wichtige Rolle, wenn wir etwas mit REST nach außen exposen. Und wenn man ein DTO anlegt, dann sollte man auch einen DTO-Mapper schreiben. Und schließlich brauchen wir natürlich noch den REST-Controller selber. Der ist in Spring in einer bestimmten Weise strukturiert. Dann gibt es schließlich noch das Konzept der Exception Annotation. Das hilft einem, um Fehlerbehandlung sehr elegant und kompakt und sparsam zu handhaben. Beginnen wir mal mit dem Layer-Konzept. Ich habe das an vielen Stellen in Videos schon mal angesprochen, dass es einen Domain Layer gibt, und auch das Konzept des Application Layer ist schon mal aufgetaucht in den Videos. Aber ich habe das bis jetzt noch nicht systematisch eingeführt. Das würde ich jetzt mal ändern. Ich zeige Ihnen das in Form eines Schaubilds, in dem gleichzeitig auch der Datenfluss, der bei einem REST-Call passiert, in einer sehr stilisierten Weise dargestellt ist. Wir haben hier in Blau dargestellt den Domain Layer, um den sich bis jetzt in dieser Veranstaltung und in dieser Videoserie so gut wie alles gedreht hat. Darüber liegt der Application Layer. Der Application Layer ist sowas wie die Service-Schicht unseres Systems. Während der blaue Domain Layer die Domänenlogik enthält, also da, wo unsere wesentliche Implementierung stattfindet, ist der Application Layer in gewisser Weise unser Tor zur Welt. Oben drüber liegt der UI-Layer, da liegen die Clients. Da gehen wir hier in dieser Veranstaltung und in diesen Videos nicht so richtig drauf ein. Dann gibt es noch einen vierten Layer, das ist der Infrastructure Layer. Der ist aber von einer etwas anderen Natur als die anderen drei. Der liegt sozusagen quer zu den anderen drei. Wenn man so will, sind diese 3 Layer Domain, Application und UI fachlich geprägte Layer. Das heißt, die sind bestimmt durch den Zweck, den sie in fachlicher Weise erfüllen, während der Infrastructure Layer eher ein technischer Layer ist. Also hier ist all das untergebracht, was zu einem bestimmten Framework, zu einer bestimmten Technologie, zu einer bestimmten Datenbank, zu einem bestimmten Protokoll gehört. Deswegen habe ich diesen Infrastructure Layer jetzt mal hier rechts daneben, quasi senkrecht und quer zu den anderen Schichten eingezeichnet. Wie würde jetzt so ein typischer REST-Call aussehen? Welche Komponenten sind beteiligt? Wir haben natürlich einen REST-Controller, das ist logisch. Dieser REST-Controller wird von außen von einem Client, zum Beispiel einem Web-Client, angesprochen. Und dieser REST-Controller enthält einen Web-Server und ist dafür da, um Anfragen, HTTP-Anfragen entgegenzunehmen, das an die ausführende Schicht, an den Domain-Layer letztlich weiterzureichen und dann das Ergebnis wieder zurück an den Client zu schicken per HTTP-Protokoll. Das ist die Aufgabe des REST-Controllers. Das macht er aber nicht direkt, sondern mit Hilfe des Application Service. Es ist guter Stil, dass man in einer Klasse, die eher dem Infrastructure Layer angehört, also eher technischer Natur ist, wie der REST Controller, dass man da versucht, möglichst wenig Fachliches unterzubringen. Und deswegen ist es immer durchaus eine sinnvolle Idee, so einen Application Service einzuziehen, der eine gewisse Abstraktion darstellt. Dieser Application Service, der ist jetzt dazu da, um das, was da in der Domain-Schicht passieren soll, zu orchestrieren. Das sehen wir gleich. Diese Anfrage an den REST-Controller, die machen wir nicht über unsere Original-Entities aus der Domänenschicht, sondern über spezielle Objekte, nämlich DTOs. Das steht für Data Transfer Objects. Diese DTOs sind in gewisser Weise einfache POJOs, die versimpelte Abbilder der Entities darstellen. Welchen Nutzen das hat, das sehen wir gleich noch. Dieser Application Service, der ist jetzt dazu da, um die Zugriffe auf das, was in der Domänenschicht passiert, zu orchestrieren. In der Domänenschicht habe ich meine Aggregates, da habe ich meine Repositories. Die Aggregates setzen sich letztlich aus Entities und Value Objects zusammen. Der Application Service greift jetzt auf diese Elemente der Domänenschicht zu und bringt sie sozusagen in die richtige Reihenfolge.
Der Application Service sorgt auch für so ein Lifecycle Management, also instanziert die entsprechenden Entities und Value Objects, holt sie aus der Datenbank, speichert sie wieder ab. Das sind so typische Dinge, die so ein Application Service tun würde. Und wir sehen hier, dass er das tut über so einen DTO-Mapper. Der Application Service wäre also die Stelle, wo ich dann zum Beispiel aufhören würde, in DTOs zu sprechen, also in diesen versimpelten Datencontainern, und die Übersetzung in echte Entities vornehmen würde. Neben den Application Services gibt es aber auch noch Domain Services. Das ist auch eine Service-Klasse, die aber nicht dem Application Layer angehört, also nicht der Service-Schicht, die nach draußen irgendwelche Clients bedient, sondern der Domain Service gehört wirklich und echt zur Domain-Schicht und hat eine fachliche Funktion. Der Domain Service ist nämlich genau dann gefragt, wenn es Operationen gibt, die über mehrere Aggregates hinweggehen, die man also schlecht in einem einzigen Aggregate implementieren könnte. Und ich habe gewisse Register involviert, wo ich dann diese Transaktion auch nachhalte, weil ich das ja brauche als Bank. Und dann habe ich irgendwelche Zahloperationen, Zahlservices, wo die Gebühren berechnet werden müssen. Wenn ich diese ganze Operation in der Entity Konto unterbringen würde, dann hätte ich relativ viel dort, was eigentlich über das reine Verwalten eines Kontos hinausgeht. Deswegen wäre hier die Schaffung eines Domain Services durchaus sinnvoll, der diese komplexe Transaktion, Geld vom einen Konto aufs andere zu überweisen, übernimmt und der dann auch das Transaktionsmanagement übernehmen kann. Also wenn irgendwo etwas schief geht, dass dann nicht das Geld auf dem einen Konto schon weg ist, aber auf dem anderen nicht angekommen, sondern der dann auch dafür sorgt, dass dann vernünftig zurückgerollt wird. Und dann haben wir schließlich noch das Konzept der Annotated Exception, die dient dazu, eine Fehlersituation, die im Domain Layer aufgetreten ist, mit einem HTTP-Statuscode zu annotieren, so dass ich das dann nach draußen schleifen kann und durch das Framework, durch Spring automatisch in einen entsprechenden Return-Code umsetzen. All das werden wir uns gleich konkreter anschauen. Wir beginnen mal mit der Abbildung der Schichten im Code. Da gibt es keine normierte Weise, wie man das tun sollte. Ich mache es nach diesem Schema. Ich habe die Packages nach wie vor fachlich geschnitten. Das Beispiel, was Sie hier sehen, ist das Text-Adventure-Beispiel, was ich auch in der Übung verwende. Das ist öffentlich zugänglich. Den Link finden Sie im Skript. Und man sieht also, es gibt ein Packages Creature, dann gibt es ein Packages Domain Primitives, ein Packages Dungeon. Und innerhalb dieser Packages gibt es dann jetzt immer zwei Unterpackages, nämlich Application und Domain. Und für Dungeon habe ich das Application Package mal aufgeklappt. Da sind dann diese Konzepte wie der Dungeon Application Service drin, der Dungeon Controller, das Dungeon DTO, der Dungeon DTO Mapper und auch eine dedizierte Exception. Im Domain-Folder sind all die Dinge drin, die man dort erwarten würde, nämlich Entities, Value Objects, Repositories. Machen wir mal eine begriffliche Abgrenzung von 4 zentralen Begriffen, um vielleicht die Unterschiede nochmal ein bisschen deutlicher zu machen, weil es sind durchaus nicht ganz so leicht zu verstehende Konzepte. Wir sehen also hier in den Spalten 4 zentrale Konzepte aus dem Domain-Driven Design, das Aggregate, der Domain Service, der Application Service und der Controller. Und dann sehen Sie 7 Aussagen in den Zeilen. Zunächst mal, zu welchem Layer gehören die einzelnen Konzepte? Das nur zur Wiederholung, das habe ich ja gerade gesagt. Aggregate und Domain Service gehören in den Domain Layer. Application Service, wie der Name sagt, in den Application Layer und der Controller ist Teil der Infrastruktur, weil ich, wenn ich jetzt zum Beispiel GraphQL anbieten würde statt REST, auch einen anderen Controller schreiben würde. Das heißt also, Infrastructure wäre hier zum Beispiel, dass ich mich festgelegt habe, ein REST-konformes API zu bauen. Welche von diesen Konzepten sollten Business-Logik enthalten? In jedem Fall das Aggregate und auch der Domain Service. Ja, da darf der Service auch Logik enthalten. Siehe mein Kontobewegungsbeispiel von eben. Der Application Service sollte keine Business-Logik enthalten. Das heißt, im Application Service sollte ich wirklich nur so elementares Lifecycle Management machen und vielleicht noch irgendwie, sagen wir mal, Aufrufe von Domänenlogik in eine client-spezifische Reihenfolge bringen. Also wenn der Client
bestimmte Schritte in einer bestimmten Reihenfolge haben will, dann würde ich das durchaus schon im Application Service abbilden. Aber das kommt ja dann vom Client und hat eigentlich mit der Business-Logik in der Domäne erstmal noch nichts zu tun. Und im Controller sollte ich das auf gar keinen Fall machen. Welche von diesen Konzepten haben einen Zustand? Das ist nur das Aggregate, also Entities, Value Objects, die zum Aggregate dazugehören. Alle Services haben grundsätzlich keinen Zustand und der Controller ist in einer gewissen Weise auch ein Service, also auch zustandslos. Welche von diesen Konzepten sind dazu da, sozusagen eine Orchestrierung über mehr als ein Aggregate hinweg vorzunehmen? Das sind der Domain Service und der Application Service. Das Aggregate macht es nicht, das haben wir gerade an dem Beispiel auch festgemacht. Das Aggregate sollte nur Dinge implementieren, die innerhalb des Aggregates abzuhandeln sind. Sonst ist ja das Konzept so ein bisschen auf den Kopf gestellt. Das Aggregate sollte ja gerade Fachlogik kapseln, die in ihm existiert. Und der Controller sollte möglichst eigentlich sowas überhaupt nicht machen. Der sollte sowas auslagern an den Application Service. Also man kann das natürlich dort implementieren, aber so richtig schön ist es nicht. Deswegen wäre es besser, Sie machen einen Application Service. Denken Sie alleine vielleicht dran, wenn Ihre Applikation ein bisschen größer wächst, also Ihr Softwaresystem, und Sie wollen vielleicht neben einem REST API dann nochmal einen GraphQL API oder einen gRPC API anbieten, dann können Sie den Application Service recyceln. Aber wenn Sie es alles in dem Controller angelegt haben, dann müssen Sie die ganze Logik duplizieren. Wer von den Konzepten hier macht Lifecycle Management, also zum Beispiel erzeugt Entities oder speichert diese? Das Aggregate nicht, also ein Entity ruft niemals ein Repo auf. Der Domain Service darf das, der darf Entities aus der Datenbank holen, erzeugen oder speichern. Natürlich der Application Service ebenso. Der Controller aus den genannten Gründen lieber nicht, der sollte das wieder delegieren an den Application Service. Welcher von den Konzepten bietet in gewisser Weise ein client-spezifisches API an? Aggregate und Domain Service tun das nicht. Die sind strikt domänenspezifisch. Also da mache ich nur Logik, die sozusagen meiner Domäne innewohnt. Wenn ich eine Banksoftware schreibe, dann finde ich in meinem Domain-Layer nur bankspezifische Logik. Während der Application Service und der Controller viel mit dem jeweiligen Client zu tun haben. Also man könnte sich durchaus vorstellen, dass der Application Service spezifisch für einen bestimmten Client gemacht wird oder zumindest angepasst wird. Also wenn ich zum Beispiel eine Kunden-App habe, wo ich bestimmte Operationen brauche, dann könnte der Application Service entsprechende Methoden bereithalten. Und der Controller sowieso. Eng damit verbunden, welche von diesen Konzepten sind wirklich client-spezifisch. Aggregate und Domain Service, wie eben gesagt, sind das nicht. Die sind unabhängig von den Clients. Der Application Service kann client-spezifisch sein und der Controller ist es in jedem Fall. Und welcher von diesen Konzepten kennt Data Transfer Objects, DTOs? Aggregate und Domain Service sollten keine DTOs kennen. DTOs sollten eine View sein, eine Sicht auf Ihre Daten, auf Ihre Domain-Logik, die wiederum client-spezifisch ist. Denken Sie an die Kunden-App. Da werden wahrscheinlich andere und vielleicht weniger Informationen in so einem DTO drinstehen, als wenn Sie einen Web-Client für einen Sachbearbeiter der Bank bauen. Der darf wahrscheinlich mehr interne Sachen, mehr interne Daten sehen. Schauen wir uns doch jetzt mal diese Konzepte ein bisschen mehr im Detail und auch am konkreten Code an. Ich habe mal den Dungeon Application Service hier genommen aus dem Text Adventure und zwei Methoden rausgenommen als Beispiel, nämlich die Methode Save und die Methode Find by ID. Was hier auffällt, ist, dass ich Methoden in gewisser Weise dupliziere oder wrappe, die eigentlich zum Repository gehören. Das heißt, das hier wären so die klassischen, sagen wir mal, Repository-Methoden, wo ich dann im Application Service die Chance nutzen kann und noch ein paar zusätzliche Aktionen machen. Wenn ich mir die Save-Methode mal anschaue, dann speichere ich als erstes mithilfe des Repositories das Dungeon-Objekt, was ich übergeben gekriegt habe. Und dann, das ist ein bisschen hässlich in meiner Implementierung, die ich hier als Beispiel habe, wäre so ein Refactoring-Kandidat. Ich muss dann nochmal meine Feld-Nachbarschaftsbeziehungen aktiv setzen.
Sonst bekomme ich Schwierigkeiten mit der Reihenfolge, in der ich die Felder abspeichere. Ist ein bisschen zu kompliziert zu erklären. Schauen Sie sich das im Code an, dann wird es wahrscheinlich deutlich. Also ich glaube, es gäbe elegantere Lösungen und vielleicht werde ich auch das Beispiel nochmal überarbeiten an der Stelle. Aber solche Fälle treten auf und Sie haben es in dem Robotersteuerungsbeispiel beispielsweise in dem Fall, wenn Sie eine zyklische Abhängigkeit durch Dependency Inversion auflösen wollen und Sie haben dann auf der einen Seite eine Abstraktion, also so einen transienten Member, so ein transientes Interface, was Sie einschließen, dann müssen Sie ja auch dafür sorgen, dass diese transienten Member gesetzt sind. Das könnten Sie auch an dieser Stelle tun. Ist zumindest ein gut geeigneter Notnagel. Ein anderer Anwendungsfall für so ein Wrapping von Repo-Methoden finden Sie in der unteren Methode, in der Find-by-ID-Methode. Da sehen Sie, dass eine spezifische Exception geworfen wird, die Dungeon Not Found Exception, wenn ich versuche, ein Dungeon zu einer ID zurückzugeben. Hier habe ich die Möglichkeit genutzt, eine eigene dedizierte Exception zu benutzen, die ich dann, siehe später im Video, mit so einer Annotation versehen kann, um einen HTTP-Statuscode zu erzeugen, wenn diese Exception fliegt. Also auch im Grunde genommen so ein kleines bisschen extra Funktionalität, was ich hier beisteuern kann und was dann sozusagen der Umschlag, das Wrapping ist, um diesen reinen Repo-Call herum. Ich habe noch zwei andere Methoden ausgesucht, oder eigentlich ist es nur eine Methode mit einer Hilfsmethode dabei. Das ist nämlich die Methode Create Dungeon from DTO. Das Create Dungeon from DTO ist eine Methode, die ein Dungeon DTO entgegennimmt vom REST-Controller, der das wiederum aus dem Request-Body rausfischt und daraus, aus den Daten, die da drin stehen, versucht, einen Dungeon zu erzeugen. Und für diesen Client, und zwar nur für diesen Client, habe ich die Konvention getroffen, dass ich, wenn ich so ein Dungeon erzeuge, schon mal von jedem Typ Item 1 irgendwo zufällig verteilen will. Das sehen Sie in dieser Place one Item of each kind on random position Methode. Das ist rein clientspezifisch. Das mache ich jetzt nur für diesen REST-Client, den ich für das Text-Adventure implementieren will, weil ich mir nämlich quasi diese mehreren einzelnen REST-Calls ersparen möchte, wenn ich einen Dungeon anlege, um die Items drauf zu platzieren. Also pure Faulheit, die der Client an der Stelle haben möchte. Und das ist natürlich genau die Stelle, wo ich so eine Logik implementieren würde. Siehe meine Tabelle von eben. Das tue ich nicht in die Business-Schicht, weil ich will ja nicht immer ein Dungeon in dieser Weise erzeugen. Ich will es nur jetzt für diesen speziellen Client so haben. Jetzt ist der Begriff des DTOs schon mehrfach gefallen. Dann schauen wir uns das doch mal genauer an. Was ist ein DTO, ein Data Transfer Object, und wofür braucht man es? Nehmen wir mal an, wir haben ein Aggregate mit mehreren Unterstrukturen, vielleicht eingeschachtelte Entities, innere Entities oder Value Objects. Und was hier angedeutet ist durch diese waagerechten Balken, alle diese Entities und Value Objects haben Attribute, haben Members. Und vielleicht ist es ja so, dass ich nicht alle von diesen Members unbedingt nach draußen geben möchte für einen bestimmten Client. Also nehmen wir mal an, wir sind wieder in dem Bankenbeispiel von eben und ich habe sehr personenbezogene Daten, die ich brauche an der Stelle für die Businesslogik, irgendwelche Kontostände von irgendwelchen Kunden oder irgendwelche Adressdaten oder sonstigen sehr persönlichen Dinge. Die möchte ich bestimmt nicht alle 1:1 über ein REST API nach draußen exposen, jedenfalls nicht für jeden Client. Das heißt also, ich habe die Möglichkeit, wenn ich mir ein DTO definiere, was ein ganz simples POJO ist, einfach nur Setter, Getter, dann kann ich mir die Elemente auswählen, die ich tatsächlich aus meinen Entities, aus meinem Aggregate nach draußen geben will. Und das ist schon ein wirklich sehr schönes und sehr elegantes Konzept. Damit habe ich volle Kontrolle darüber, was mein REST API nach draußen anbietet. Der zweite Grund, warum das DTO an der Stelle praktisch ist oder praktisch sein kann, das ist, dass ich mir, je nachdem, wie ich meine Calls aufsetze, wie ich mein API designe, unter Umständen mehrere Nachfragen des Clients erspare. Also wenn ich jetzt diese geschachtelte Substruktur nicht in einem
als großen Klumpen übergeben würde, sondern ich würde erst das Root-Objekt geben und würde dann weiterfragen lassen. Dann habe ich mehrere Hin- und Her-Calls des Clients zum Server. Wenn ich aber alles zusammen in ein DTO packe, dann kriegt der Client schon mal so in einem Rutsch alles, was er haben möchte. Also, erster Grund, Privacy, Kontrolle darüber, was ich nach draußen gebe. Zweiter Grund, Effizienz des Zugriffs. Um so ein DTO zu befüllen aus dem Original Domain Entities, wäre es sinnvoll, eine dedizierte Mapper-Klasse zu schreiben. Die schauen wir uns auch gleich mal an. Die kann ich durchaus generisch machen, sodass ich auch mehrere DTO-Typen mit dem gleichen DTO-Mapper abhandeln kann. Und wenn ich das DTO dann habe, dann kann ich es durch den Application Service in den REST-Controller routen. Schauen wir uns das mal an, wie das konkret aussieht im Fall des Dungeons. Das DTO, was Sie hier sehen, ist eine Zwischenvariante, eine Zwischenlösung. Das wird noch nicht vollständig sein, weil zum Zeitpunkt, an dem ich das Video hier aufnehme, die Beispiellösung noch nicht komplett implementiert ist. Das heißt, ich habe erst angefangen, das DTO zu erstellen. Man sieht aber das Prinzip sehr gut. Es sind die zentralen Eigenschaften Width und Height drin von dem Dungeon. Und dann habe ich auch noch ein Field Array mit drin. Und alles, was da ist, ist einfach nur per Setter und Getter komplett nach außen zugreifbar. Es gibt einen No-Args-Konstruktor und einen All-Args-Konstruktor. Also das ist nur ein Container ohne Logik. Ein reines Transportvehikel. Der Mapper dazu sieht bei mir so aus. Ich habe zwei Methoden, nämlich Map-to-DTO und Map-to-Entity. Also im Prinzip bilde ich einfach die beiden Richtungen ab, die für mich relevant sind. Und Sie sehen hier in der ersten Zeile den Model Mapper. Das ist ein sehr, sehr praktisches Tool. Das kann ich Ihnen nur warm ans Herz legen. Das schafft es per Introspektion, also per Reflection API, in die jeweilige Zielklasse reinzuschauen und dann alle Member einfach stumpf rüber zu kopieren. Man kann mit dem Model Mapper auch noch ganz viel konfigurieren an Mappings. Das sollten Sie, wenn Sie das interessiert, mal nachlesen. Das ist gut dokumentiert. Wenn man hier genauer drauf guckt, dann sieht man, dass die Richtung vom Entity aufs DTO zu mappen, dass die relativ simpel ist. Da kann ich komplett den Model Mapper nutzen. Er schaut im Prinzip auf die Dungeon DTO Klasse, guckt, welche Members sind da und holt sich alle diese Members, so er sie findet, aus dem Entity raus. Bei Map to Entity ist es nicht ganz so leicht. Da ist es so, dass in meinem Code das Entity, also das Dungeon, keine Setter hat für die Width und Height Members. Das möchte ich nämlich nicht. Ich möchte die nur einmal per Konstruktor setzen und danach nicht mehr verändern lassen. Deswegen würde dieser Model Mapper Ansatz für die beiden Attribute nicht funktionieren, weil er würde in der Klasse ja keinen Setter dafür finden und kann die dann auch nicht aus der Quelle rauskopieren. Deswegen mache ich erst den Konstruktoraufruf, übergebe dort dann die Breite und die Höhe und dann rufe ich nochmal den Model Mapper drüber, der dann alle weiteren Attribute kopiert. Auch diese Klasse wird sich wahrscheinlich noch erweitern. Die muss ich dann entsprechend anpassen, wenn ich auch mal DTO anpasse. Das ist ja logisch. So, dann kommen wir mal final tatsächlich zu dem Controller und ich zeige Ihnen mal die Struktur, die so ein Spring WebMVC Controller hat. Im Prinzip müssen Sie nur die Annotation REST Controller darüber schreiben. Und ich habe außerdem die Annotation Transactional darüber geschrieben. Dieses Transactional sagt, dass er im Prinzip einen Transaktionskontext für jede dieser Methoden bereitstellen soll. Damit schütze ich mich gegen böse Überraschungen, was beispielsweise das Lazy Loading angeht, wenn ich dann keinen Session-Kontext mehr habe. So ein REST-Controller besteht im Wesentlichen einfach nur aus einer Menge von Methoden. Jede dieser Methoden bedient einen speziellen Endpunkt und dieser Endpunkt ist in dieser Annotation über der Methode dargestellt. Also an dieser Stelle bediene ich das getAll und das schreibe ich, indem ich ein getMapping auf /dungeons drüber schreibe. Ganz einfach. Und hier gebe ich einfach nur eine iterable, also eine Liste, eine iterierbare Liste von Dungeon DTOs zurück. Diese Dungeon DTOs, die bekomme ich,
indem ich die Application Service Find All Methode aufrufe und dann die entsprechende Liste der Dungeons in DTOs umwandle. Und die gebe ich dann zurück. Man beachte, dass ich hier in meinem Codebeispiel ein kleines bisschen anders vorgegangen bin, wem es aufgefallen ist, als in meiner Übersichtsskizze vom Anfang des Videos. Ich gehe in dem Application Service noch nicht mit DTOs um, sondern ich verwende dort im Wesentlichen die Entities und mache dann das Mapping auf die DTOs hier im Controller. Das ist so ein bisschen, würde ich sagen, hart an der Geschmacksgrenze. Ich fand es jetzt an der Stelle etwas handlicher, es so rumzumachen. Man kann es auch andersrum machen. Und noch eine Sache, die man sieht, ich habe hier eigentlich noch gar nichts mit irgendwie Request oder Response oder irgendwelchen Codes oder sowas zu tun. Nichts von alledem. An der Stelle löst das alles Spring für mich. Da ich eine Liste habe, ist diese Liste vielleicht leer, wenn es keine Dungeons gibt. Oder es sind ein paar drin, also es wird auf jeden Fall irgendein Ergebnis dabei herauskommen und entsprechend verpackt dann Spring das in so einen entsprechenden Response und setzt den Return Code 200. Wenn ich nichts angebe und keine Exception fliegt, dann gibt es eine 200. Schauen wir uns im Vergleich dazu mal das GetOne an. Das GetOne kann ich genauso sparsam implementieren. Das kann ich dadurch implementieren, dass ich einfach eine Methode mit einem Rückgabetyp definiere. Hier ein Dungeon DTO. Ich muss die ID kennzeichnen. Das mache ich durch dieses Path Variable. Die sagt mir, dass ich dort eine ID finde, die dann entsprechend in dem Pfad zu finden sein muss, die Spring für mich da rausfischt. Dann rufe ich wieder die Application Service Methode auf, kriege einen Dungeon zurück, mache dann das Mapping auf das DTO und gebe das DTO zurück. Auch hier wieder nichts mit Response Entity oder dergleichen mehr, kein Return Code. Ich gehe also auch hier wieder davon aus, dass wenn irgendwas schief geht, dass dann eine Exception fliegt, dass die Exception mit dem entsprechenden HTTP-Fehlercode annotiert ist, zeige ich Ihnen gleich, und den Rest macht Spring für uns. Wir können es auch einen Schritt expliziter machen. Der Unterschied ist, dass ich hier kein Dungeon DTO zurückgebe, sondern ein Response Entity von Dungeon DTO. Der Code, die Logik ist die gleiche, nur am Schluss verpacke ich dann das DTO, was ich zurückgeben möchte, in ein Response Entity und gebe den entsprechenden von mir gewünschten Code zurück. Also wenn ich jetzt zum Beispiel ein Post machen würde, dann könnte ich hier zum Beispiel ein Created zurückgeben statt einem OK. Schauen wir uns nochmal den etwas komplexeren Fall an. Das Delete überspringe ich mal. Das Delete funktioniert quasi analog zum GetOne. Da müssen Sie dann auch wieder die entsprechende Löschoperation auf dem Application Service aufrufen. Interessanter und ein bisschen anders ist nochmal das Post. Also was ist, wenn ich einen neuen Dungeon anlegen möchte? Ich bekomme die Daten zu meinem neuen Dungeon über ein DTO. Das mache ich hier deutlich, indem ich Request Body annotiere als Parameter der Methode. Dann weiß ich, es wird ein Dungeon DTO im Request Body erwartet und Spring macht automatisch ein Mapping von diesem Request Body auf Dungeon DTO. Wenn das übrigens syntaktisch nicht passt, also wenn das JSON-Objekt oder das, was da im Request Body drin ist, nicht auf einen Dungeon DTO passt, dann würde an der Stelle ein 400er Fehler fliegen. Als erstes rufe ich dann mal entsprechend meine Application Service Methode auf, also Create Dungeon from DTO. Die haben wir uns eben angeschaut. Die erzeugt dann das Dungeon, setzt die Items und speichert es in der Datenbank. Dann muss ich die Return-URI bestimmen, weil in einer Antwort auf ein Post erwarte ich, dass die URI meines neu erzeugten Objekts im Header zurückkommt. Da kann ich sie dann rausnehmen und damit weiterarbeiten. Und das mache ich mit dieser etwas länglichen Konstruktion, mit diesem Servlet URI Components Builder. Was letztlich passiert ist, dass er aus dem aktuellen Request den Pfad extrahiert, dann da ID dranhängt
und statt der ID dann unsere Dungeon Get ID einsetzt, also die UUID, die zu dem Entity gehört und das wiederum in eine URI umwandelt. Und dann kann ich daraus wieder eine Response Entity bauen. Mit diesem Created-Ausdruck gebe ich ihm mit, dass er jetzt kein OK zurückgeben soll, also kein 200, sondern ein Created, ein 201. Und als Body soll er mir das neu erzeugte DTO zurückgeben. So eine Syntaxkonstruktion findet man natürlich nur, indem man die Doku liest. Das habe ich jetzt in diesem Fall für Sie getan. Wenn Sie in die Spring-Dokumentation reinschauen, dann finden Sie dort sehr gute Hinweise. Was auch mal prima ist, sind diese Meldungsseiten. Das ist im Google-Ranking aber auch ganz oben. Dann kommen wir zum letzten Thema dieses Videos, nämlich die Exception-Annotation. Sie sehen, dass diese Methode hier explizit Exceptions wirft, Exceptions deklariert, nämlich die No-Free-Fields-Exception, die Dungeon-Creation-Exception und die Coordinate-Exception. Die No-Free-Fields-Exception ist eine, die fliegt, wenn ich versuche, ein freies Feld zu finden, um zum Beispiel irgendwo ein Item draufzulegen. Also man stelle sich vor, ich hätte etwa mein Dungeon so klein gewählt, dass gar nicht die 4 Typen von Items, die ich habe, draufpassen. Dann würde eine No-Free-Fields-Exception fliegen. Oder eine Dungeon Creation Exception würde zum Beispiel fliegen, wenn ich einen Dungeon mit einer negativen Höhe kreieren möchte. Und Sie sehen auch hier keine explizite Fehlerbehandlung dieser Exceptions. Das passiert durch die schon erwähnte Exception-Annotation. Wenn ich mir jetzt die Definition von No-Free-Fields-Exceptions anschaue, dann sehen Sie darüber, dass ich diese Exception mit Response-Status annotiert habe, dass sie nämlich, wenn sie fliegt, dann das in den HTTP-Status Unprocessable Entity übersetzt werden soll, mit einer Message Dungeon too small, Fragezeichen. Und das wäre dann der Statuscode 422, was ja auch okay ist, denn 420 bedeutet, syntaktisch ist alles fein. Ich versuche durchaus ein valides Dungeon anzulegen, aber es klappt halt nicht, weil ich gewisse Randbedingungen verletze und er kann halt kein Dungeon anlegen, wo entsprechend dann diese Items auch drauf sind. Genauso würde ich das für die Dungeon Creation Exception machen. Wenn ich halt die negative Höhe angebe, dann sagt er mir Invalid Data for Dungeon Creation. Damit haben Sie einen Überblick gewonnen über die 6 zentralen Konzepte, die Sie kennen sollten, wenn Sie mit Spring ein REST API implementieren. Das sind ein Verständnis der Layer im Domain-Driven Design, Domain Layer, Application Layer, UI Layer, Infrastructure Layer und damit verbunden die Service-Klassen, der Application Service, der im Application Layer dafür sorgt, dass Dinge orchestriert werden können. Dann die DTOs als zentrales Konzept, um nicht alles, was ich im Domain Layer habe, zwingend nach draußen geben zu müssen. Damit verbunden der DTO-Mapper, mit dem ich dann das DTO auf ein Entity abbilden kann. Schließlich den Aufbau des Controllers mit diesen Annotationen, die das Mapping auf die Endpoints darstellen und die Annotation von Exceptions, um mit einer schönen, schlanken, eleganten Weise das Fehlerhandling zu machen.